Now that sounds like an adventure. Can I come along? So, meine Freunde, die Zeit ist gekommen. Herzlich willkommen zur allerletzten Vlog von der Australienreise. Ja, ironisch, dass ich Australienreise sage. Ich bin weg, ich bin abgeflogen und ich mache einen Zwischenstopp, habe ich ja schon gesagt. Und ich bin hier im wunderschönen Singapur. Und Gott, es ist sehr, sehr schön. Schauen wir mal rum, oder? Nee, stopp, wir schauen nicht rum. Fehler, sorry. Wir werden erstmal jetzt gucken, wie so mein Flug gelaufen ist. Ja, Tag des Abfluges. Eine Gruppe von Regenbogen-Lokis kam extra vorbei von der WG, wo ich ausgezogen bin, um mich zu verabschieden. Das fand ich eine sehr nette Aktion von denen. Bevor ich mit einem Kumpel bei Bondi Beach ein letztes Mal frühstücken gegangen bin. Das war übrigens unglaublich lecker. Habe mich noch von Bondi Beach verabschiedet und dann hieß es ab zum Flughafen, wo ich dort Mittag dann bei diesem extrem fancy McDonald's gegessen habe. Das fand ich irgendwie sehr cool und habe ich so auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Und dann war es auch schon Zeit für den Abflug, nachdem ich zumindest eine Stunde gewartet habe, weil ich natürlich in der letzten Boarding-Gruppe war. Lag aber auch wahrscheinlich an die Größe des Fliegers, denn wir sind wieder mit dem riesigen A380 geflogen, worüber ich mich echt sehr gefreut habe wieder. Dieses Bild bringt meine Freude nicht ganz zum Ausdruck, wobei vielleicht bin ich auch nicht so erfreut, weil ich hier eigentlich ein Video machen wollte und aus Versehen ein Foto gemacht habe. Naja, shit happens. Bei meinem Sitzplatz gab es dann eine sehr kuschelige Decke, den ich beim Flug nach Singapur nicht so genutzt habe, bei dem Flug nach München aber umso mehr. Kopfkissen war auch vorhanden und war auch sehr bequem eigentlich. Dann In-Flight Entertainment war sehr reichlich vorhanden, super gut. Sehr viel Platz, weil halt A380 und bei Singapore Airlines am 11. Januar übrigens auch noch Weihnachten. Und dann kam der Moment, wo ich endgültig nicht mehr auf australischem Boden war. Geschafft zu meinem Hotel. Das war jetzt ein sehr, sehr anstrengender Tag, aber gleichzeitig eigentlich ein sehr erfolgreicher Tag. Ich finde es, ich habe jetzt vorhin drüber nachgedacht. Es ist jetzt in Singapur, es ist jetzt 12 Uhr, also Mitternacht. Es war jetzt in Australien 3 Uhr. Heute Morgen in Australien habe ich einfach noch bei Bondi Beach gefrühstückt. Und jetzt bin ich halt einfach in Singapur heute Abend. Ich weiß, Flugzeuge kriegen zwar immer echt eine sehr schlechte Presse und es ist auch teilweise berechtigt, aber ich finde es halt schon echt krass, dass man so eine Distanz in so kurzer Zeit, dass ich einfach in der Früh bei Bondi Beach und am Abend in Singapur sein kann. Wahrscheinlich ist das einfach so komplett übermüdete Gedanken, was überhaupt nicht faszinierend ist, aber es ist das Erste, was mir eingefallen ist. Aber ja, ich bin echt müde, das sieht man mir vielleicht ein bisschen an, deswegen, ich gehe jetzt schlafen, wir sehen uns gleich. Okay, gut. Und jetzt schauen wir aber rum. Ja, mein erster voller Tag in Singapur war vielleicht sogar der produktivste. Ich bin von meinem Hotel bis nach Marina Bay gelaufen, einer der bekanntesten Orte in Singapur. Da gab es dort eben einen riesengroßen Park, einen ganz modernen Park. Und dort war auch eben das, was ihr hier gerade seht. Nennen wir es einfach mal so Riesengewächshäuser. Es gibt im Park 2 davon. Ich war im Flower Dome, wo immer wieder neue Ausstellungen stattfinden. Das Thema der Ausstellung, wo ich war zu dem Zeitpunkt, war chinesisches Neujahr. Ihr kennt das vielleicht schon vom chinesischen Neujahr. Jedes Jahr hat sein eigenes Tier und dieses chinesische Neujahr war es eben das Jahr der Hase. Ich denke, das erkennt man hier auch ganz gut. Ihr werdet im Verlauf des Videos auch vielleicht merken, dass es überall im Hintergrund vielleicht Hasen gibt, weil auch in der Stadt waren die immer wieder aufgeploppt.
Auf jeden Fall, es war eine Top-Ausstellung, ganz viele kleine Details an der Seite, die mir sehr gefallen hat. War ein sehr guter erster Eindruck von Singapur. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich war an dem Tag irgendwie auch sehr selfie-bedürftig. Die Europäer haben hier ein sehr gutes Ansehen, glaube ich. Ich bin gerade beim Food Court, ich wollte mir was zu essen bestellen. Und bevor ich irgendwas gesagt habe, noch gar nichts gesagt, noch gar nicht die Karte angeguckt, das erste, was sie mich gefragt hat, war, willst du ein Bier? Ja, die haben wohl einen ganz guten Ruf von uns, also keine Ahnung, was die wollen. Also ich stehe gerade hier bei diesen wunderbaren Beleuchtungen, mitten bei den Gärten in Marina Bay. Und es gab auch dazu eine richtig, richtig geile Leuchtshow. Und ja, die zeige ich euch jetzt. Ich habe tatsächlich auch nochmal richtig Glück gehabt. Ich habe das halt einmal gesehen und dann habe ich mich halt da hingesetzt, weil es gab so Plätze, wo man sich halt so hinlegen konnte und einfach nach oben gucken. Und ja, war auch ohne Lichtshow, war ja schon ganz cool. Und dann hat es einfach nochmal angefangen. Also nach einer es passiert halt zweimal am Tag. Und nach einer Stunde, ich saß halt echt lange da, habe ich dann gemerkt, ging dann die zweite Lichtshow. Und dann ja, habe ich eine noch bessere Aussicht gehabt. Ich habe dazu auch 1, 2 Aufnahmen, die zeige ich jetzt auch, aber das war nicht so viel, denn das habe ich jetzt einfach mal genossen ohne die Kamera. So, mein Hotel liegt ja in der Nähe von Little India. Und ich habe mal entschieden, dass ich einfach immer wieder, wenn ich hier durchlaufe, so ein paar Sachen mal probiere. Weil ich bin ja gar nicht so gegen die indische Kirche ja wirklich so abgeneigt. Oder kommt ein Auto? Moment. Ja, ich bin ja gar nicht so dagegen abgeneigt. Und heute habe ich es mal langsam rangetastet mit so einem Eis. Es war so ein indischer Eisladen, wo ich glaube es probiert habe. Und ich hatte einmal die europäische Option, nämlich Bitter Gianduja. Und ich habe einmal dann halt was Besonderes, nämlich Blumeneis. Und das war komplett verrückt. Das hat wie Blumen geschmeckt. Das hat super gut geschmeckt, hat auch noch. Das hat mir richtig gefallen, aber ja, ganz, ganz komische Kombination. So habe ich es noch nie gesehen. Aber ja, ich komme hier nochmal und probiere hoffentlich in nächster Zeit ein paar wildere Sachen. Ey, die Beleuchtung hier ist halt so geil. Guck's mal an. Das ist halt Little India. Das ist halt, ja, man fühlt sich halt wirklich in Indien. Das ist richtig cool, ohne Witz. Das ist so das erste Mal, wo ich so einen richtigen Eindruck von so einer nicht westlichen Kultur bekommen habe. Weil wenn du durch diese Straße, durch diese Alleen durchläufst, dann fühlst du dich halt wirklich halt in Indien, weil da nur Inder sind. Aber ja, ist cool. Es fällt mir so auf, solche Eindrücke habe ich bisher zu wenig bekommen. Weil Australien ist jetzt natürlich auch eher ein westliches Land halt. Ja, deswegen, es war jetzt ein schöner Nachhauseweg, hat mir gut gefallen. So, ich möchte mal kurz mit euch auch über mein Hotel reden, weil ich bin ziemlich froh über die Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Ich hatte auch wieder nur die Wahl, nochmal ein Hostel auszuwählen. Mir ist aber aufgefallen, dass die hier doch einiges teurer sind, beziehungsweise es waren schon ein paar billiger dabei, aber die Rezensionen waren wirklich absolut furchtbar. Und ich habe ein Hotel auf Booking gefunden, der eben halt wirklich nicht so schlecht aussah und ja,
es gab eine Hostel, wo ich ein bisschen Interesse hätte. Der Hotel war insgesamt über alle 6 Nächte, also Vollpreis, war 200 Euro mehr. Und dann dachte ich mir, gönn ich's mal. Und Alter, das ist halt einfach mega. Guckt euch das hier mal an. Richtig, also Platz ist echt nicht schlecht. Da ist die Toilette drin, da ist die Dusche. Aber was ich am meisten feiere einfach, und ich hoffe, es spiegelt nicht allzu sehr. Vielleicht zeige ich euch, ja okay, es spiegelt komplett. Ich zeige es euch morgen nochmal, wenn es nicht dunkel ist. Aber ich habe hier eine hammerfette Aussicht. Ja, ich bin im 8. Stock. Ich könnte sogar im 19. sein. Aber ja, 8. trotzdem sehr, sehr cool. Extrem bequem hier. Und es hat schon so ein bisschen Hostel-Style, weil das ist so ein Co-Living-Konzept. Also man hat so sein eigenes Zimmer, eigenes Badezimmer, das ist eben schon mal ganz gut, also so wie ein klassisches Hotel. Aber wenn man runtergeht, dann gibt es einige Arbeitsplätze, wo man halt sich hinsetzen kann und halt arbeiten und auf den Laptop gehen. Kann auch sein, dass ich die bald benutze, denn ich muss noch Bewerbungen schreiben wegen Werkstudententätigkeiten. Ist vielleicht eine ganz gute Ort, das zu machen. Das WLAN hier ist dementsprechend aber auch super. Und ja, es gibt, wenn man will, Waschanlagen. Es gibt halt Außenbereiche, wo man auch mit anderen sozialisieren kann. Ja, richtig, richtig cool. Ich wollte es einfach mal so sagen zwischendurch. Ich bin immer sehr zufrieden. Meine Hotel- und Hostelwahl, muss ich zugeben, war ja zu 80-90% eigentlich sehr, sehr gut. Es gab ein paar natürlich Nieten dabei, aber wirklich wenige. Sehr happy. Am nächsten Tag war ich hier. Das sieht jetzt erstmal nicht so spannend aus, aber das wird sich gleich ändern. I need a moment to gather my thoughts. What? My friends, thank you for the company. This is so beautiful. Leider hat das Wetter immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war jetzt am nächsten Tag, wo ich eigentlich zu einem Park gehen wollte, war dann aber unter eine Brücke gefangen, nachdem ein tropischer Gewitter eingesetzt hat. Da war ich dann bestimmt eine Stunde, saß ich dann da drunter. War daher ein bisschen mehr drinnen die nächsten Tage. Das hier ist die Mall, die literally gegenüber meinem Hotel ist. Das ist im obersten Stock, wo es so eine Essensmeile gab. Und es gab auch noch was anderes. Sachen, dass wir nicht wussten, was wir brauchen. Eine Instagram-Ausdruckmaschine. Für die Fotos. Schon nice. Bei dem schlechten Wetter habe ich dann so einen asiatischen Community Center besucht. Falls derjenige es anguckt, der mir das vorgeschlagen hat, vielen Dank für die Empfehlung. Es war echt interessant, da durchzulaufen. Es gab einfach sogar ein eigenes Stadion, was ich richtig heftig fand. Hauptsächlich bin ich aber hierher gekommen, weil ich unbedingt bei so einem asiatischen Foodcourt essen wollte. Ja, ich weiß, meine Auswahl ist nicht sonderlich spannend, aber ich habe dazu zumindest irgendeine Beilage genommen, von dem ich halt keine Ahnung hatte, was mich erwartet. Das war einfach irgendein chinesischer Begriff. Am Ende war es dann diese Suppe. Ich habe sogar extra für die Suppe eine Live-Reaction gemacht. Ihr schnallt euch an bei dieser Reaktion. Schmeckt okay. Ja, und damit beende ich auch schon meine Karriere als Food-Vlogger. Ja, und damit kommen wir auch schon mal zum letzten vollen Tag. Das Wetter hat sich leider nicht so krass verbessert, aber es gab immerhin keine tropischen Gewitter mehr. Ich bin ein bisschen in Downtown spazieren gegangen, was ihr hier gerade jetzt im Bild sieht mit den Hochhäusern. Und danach bin ich zum Art Science Museum gegangen. Das ist übrigens das Gebäude hier, wo ich auch wieder ein paar Aufnahmen gemacht habe. Der Name verrät es vielleicht schon. Das Museum war so eine Mischung aus Kunst und Wissenschaft mit allen möglichen Ausstellungen. Ich war in die Ausstellung Future World drin. Und das hört sich zwar jetzt ein bisschen dumm an, ich kann aber nicht mal wirklich erklären, worum es in dem Museum ging. Es war einfach eine große Anzahl an Räumen, voll mit mega coolen Effekten, richtig nice Beleuchtungen. Vor allem der Saal hier hat mich auch richtig begeistert. Das, ja, fand ich einfach sehr cool gemacht hier.
dieser Bereich fand ich auch sehr, sehr cool. Es gab überall Tische dort, wo man eben ein Bild malen konnte. Das musste irgendwas mit dem Thema Unterwasserwelt sein. Und wenn man mit seinem Bild fertig war, konnte man das einschicken und dann ist es auf diese riesen Leinwand erschienen mit den Zeichnungen von allen anderen, die dort waren. Und die Tiere dort haben auch miteinander interagiert. Einfach eine geile Idee, fand ich. Im nächsten Raum gab es das gleiche nochmal, aber mit dem Thema Fliegen. Im Nachhinein betrachtet wünsche ich hätte auch was gezeichnet. Das letzte, was ich an dem Tag gemacht habe, war noch eine Wassershow zu besuchen. Diese hat aber im Marina Bay stattgefunden und ich habe selbstverständlich auch ein paar Eindrücke dazu. Ein würdiges Ende zu einer echt sehr, sehr schönen Reise in Singapur. Am nächsten Tag bin ich dann geflogen und ein paar Stunden später war ich in München. Haha, Spaß, natürlich ist das noch nicht das Ende. Sogar am Tag, wo ich geflogen bin, stand noch ganz viel vor und das werde ich euch auch noch kurz zeigen. Aber dann haben wir wirklich Schluss. Das Ding war, der Flug zurück nach München ging ganz, ganz spät am Abend. Das heißt, ich hatte eigentlich den ganzen Tag Zeit noch was zu tun. Und vormittags habe ich das ausgenutzt, indem ich in den botanischen Gärten war. Jetzt könnte man sich denken, ja, vielleicht habe ich da ganz viele Bilder von den Gärten und von den Grünflächen gemacht, aber wie es halt bei den meisten Vlogs hier war, die Tiere haben mich irgendwie mehr interessiert. So eine Sicht werde ich in meinem Leben wahrscheinlich auch nie wieder haben. Eine riesen Eidechse, der Essen von der Küche geklaut hat, man kennt's halt. Kurz zusammengefasst, die Mitarbeiter haben ihn erwischt dann und ich habe ihn noch ein bisschen getrackt, dass er ganz beschämt wieder im Wald gelaufen ist. Ich dachte, ich hätte was super Seltenes gesehen, aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Das sind malaysische Wassereidechsen und die sind in großen Grünflächen, selbst mitten in der Stadt, so wie Singapur, sehr häufig vertreten. So, ich mache jetzt meinen allerletzten Stopp auf der gesamten Reise bei hier, diesen absoluten wunderschönen Ort. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wenn es ein letzter Stopp ist, dann wie lange brauchst du bis zum Flughafen hin? Wollt ihr was wissen? Das hier ist der Flughafen. Es ist ultra krass, ehrlich, es ist ultra krass. Also, mein Flug geht erst in 8 Stunden. Ich habe schon gehört, aber dass der Flughafen hier wirklich sehr gut sein soll. Man soll auch dabei bedenken, mein Flug geht erst um Mitternacht und ich musste natürlich heute Vormittag von meinem Hotel auschecken. Deswegen hatte ich übel viel Zeit. Genau, jetzt ist halt 16 Uhr. 8 Stunden ungefähr geht mein Flug, aber ich habe mir das schon so ein bisschen bedacht, weil dieser Flughafen ist ein Ort für sich, wo man sich anscheinend schon so den ganzen Tag verbringen kann. Deswegen, ja, ich sitze jetzt mal hier, schaue hier das ein bisschen an, weil das ist einfach komplett krass, was das hier für ein Design ist. Aber das war's. Aber ich glaube, es war nicht nur das. Ich glaube, es ist schon ein Highlight. Ich glaube, es gibt aber andere Sachen, was man hier so angucken kann. Deswegen, ja, bin gespannt. Und da fährt oben die Bahn. Also, jetzt bin ich hinterm Sicherheitsbereich schon. Und ja, das ist hier nicht Sicherheitsbereich. Nee, das ist Sicherheitsbereich. So rum. Ich bin jetzt in einem Butterfly Garden, wo normalerweise anscheinend sehr, sehr viele Schmetterlinge immer sind. Ist leider, dass sie nur zwischen 8 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags meistens aktiv sind oder es ist jetzt 8 Uhr abends. Ja, deswegen Schmetterlinge sehe ich jetzt leider keinen, aber ja. Ist schön angenehm hier durchzulaufen.